der mitten in der Straße liegt, bevor man ihn in Sitzung nehmen kann. But it's been something he ran into in his life and living is that just he can't even get near the bridge because of it. It's called a resistive point, and those are things which resist or keep the pre-clear from getting onto the bridge properly. Es gibt da etwas, das in seinem Leben passiert ist, was ihn hindert daran, auf die Brücke zu gehen, und das nennt man einen resistenten Punkt. Also etwas, das ihn davon abhält, richtig auf die Brücke zu kommen. And they basically work toward getting the guy to be in session, in PT, without any charge around, so he can start the bridge. Und man arbeitet grundlegend daran, dass man die Person frei von Ladung kriegt und in die Gegenwart und in Sitzung, sodass richtig mit der Brücke anfangen kann. And now you can selectively restimulate and EP all of your grades, or your Dianetics. Und jetzt kann man selektiv die Grade oder Dianetik restimulieren und dann zu einem Endphänomen bringen. In other words, you already bought in this charge, you got to get it off. It's much more heavy than assist or small things like an RC brake. It's a whole gross area of charge, of confusion, which interferes with the auditing. Mit anderen Worten, kommt also schon mit dieser Ladung, und die ist natürlich viel schwerwiegender als etwas, was nur einen Assist verlangt. Und diese Charge hindert ihn daran, auf die Brücke zu kommen, das Auditing zu kriegen, also muss man sie handhaben. So, I just want to put one more thing here before we end off. Noch eine Sache, bevor wir dann aufhören. You got the point of that example I gave earlier about don't let your public go around and evaluate for other people, because they are not CSs and they're not auditors and they don't understand this. Erinnert euch an das Beispiel, das gegeben hat, dass man die Publics nicht rumgehen lässt und andere Fälle bewerten lässt, weil sie eben nicht Auditoren und auch keine CSs sind. So just two more things here, which are factors. Zwei Sachen, die auch noch Faktoren sind hier drin. In doing metering, this basic part of a session, Wenn man also diesen grundlegenden Teil der Sitzung, nämlich das E-Meter, betrachtet, you have to be able to distinguish the masses and be able to read the masses. You have to differentiate what mass it's reading on, or what energy source. PC's reactive mind, body, cans, interference from other cases or environment. You have to also realize it's going to have something to do with the interest of the pre-clear. He's going to impinge on a mass over here, so you're near, far, or what is going to come up next. The sequence is important. And the ability of the auditor to do this and read the meter correctly and understand all this, and the condition of the meter are all important so that you can do this properly and you don't fall into the it just works on sweat business. Man muss also mit dem Meter die verschiedenen Massen unterscheiden können. Das heißt, sehen, was ist vom reaktiven Verstand des Pieces, was ist vom Körper, was ist von den Kannen, was ist von einem anderen Einfluss. Man muss damit das Interesse bestimmen können und schauen können, was kommt woher, kommt es von nahe, kommt es von weit weg. Dazu braucht der Auditor die Fähigkeit to read the meter. The ability of the auditor. Well, to handle the meter and meter. It's not just reading. I can give you a perfect. Go ahead. Translate this other one. Dazu braucht also der Auditor die Fähigkeit, mit dem Meter umzugehen, und er braucht ein Meter, das auch wirklich funktioniert, oder der Zustand des E-Meters ist auch ein Faktor da drin. Okay. So the cans aren't touching, and they're not too rusty, so they don't contact, and the meter itself is charged, and all that. So, dass die Kannen also sich nicht berühren oder so rostig sind, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr geben und dass das Meter geladen ist, etc. Now, I'll just give you a couple examples of these last two, one each. Ability of auditor. Gibt nun ein paar Beispiele zu den letzten zwei. Also erst einmal die Fähigkeit des Auditors. See this over here? Admin. Hier haben wir die Admin. Sometimes you find solo auditors that call the items, say, on the clearing course, and then they're over here writing down here, while this thing is reading
a full dial at sensitivity 3 or something, and then they look back and say it didn't read. Manchmal hat man Solo-Auditoren, die zum Beispiel auf dem Clearing-Kurs ein Item nennen und dann schreiben sie dort aufs Papier das hin, während das E-Meter bei einer Sensitivity von 3 das ganz runterliest, also über den ganzen Teil. Und bis sie dann wieder hinschauen, ist es wieder oben und sie sagen, es ist nichts passiert, habe ich gelesen. So it's not only the ability of the auditor to recognize the reads, you've got to see them. He's got to watch the beat. Es ist also nicht nur die Fähigkeit des Auditors, die Anzeigen zu erkennen, er muss sie überhaupt sehen, er muss das Meter lesen. See? The admin can distract him and he misses it. Die Admin, die kann ihn davon ablenken und dann verpasst er es. And the other thing, the condition of the meter, you've got to watch it these days because in America they're designing a meter that reads its sensitivity 64 and 128 for some of their real tough cases over there. Man muss, was den Zustand des Meters angeht, da muss man dieser Tage aufpassen. In Amerika gibt es einen Meter, wo sie bei Empfindlichkeit von 64 oder 128 das eingestellt haben, um ihre harten Fälle da drüben zu messen. And a read this big on a meter that's set at a very high sensitivity would not even be taken up in a class 4 session. Und ein Read, eine Anzeige, die so groß ist, auf einer sehr hohen Empfindlichkeitsstufe, würde in einer Sitzung bis Class 4 nicht mal genommen werden. It would be called in a regular sensitivity 16 or something, it would be called a tick. In einer normalen Empfindlichkeit von 16 oder sowas wäre es nur ein Tick. If you try to unburden the case reading ticks, you'll be there all night and all the next day. Wenn man versucht, einen Fall zu entlasten, indem man die Ticks nimmt, dann sitzt man die ganze Nacht und auch den ganzen nächsten Tag noch da. No way. You got to find something that moves the needle down, not just go. Man muss etwas finden, das die Nadel nach unten bewegt, nicht nur tickt. That's only the show of poor ability of an auditor. Das zeigt nur armselige Fähigkeiten eines Auditors. Or a CS or whatever, when they start having to go to ticks. Oder von einem CS oder von was auch immer, wenn man anfangen muss, nach Ticks zu gehen. Okay, and the other thing is, of course, I've seen meters in the free zone, both produced in the free zone, but the sensitivities were exactly 1/2 on the same number. If you say here would be sensitivity 2, you put one of the meters on 2 and you measure it on the other meter, it would be the same as sensitivity 4. Und in der freien Zone hat er Meter gesehen, wo die Empfindlichkeit bei dem einen gerade die Hälfte war von der Empfindlichkeit vom anderen. Also wenn eins auf 2 war, dann war es beim anderen gerade auf 4. And the person had switched from one to the other, and they put it at the sensitivity. It worked out all right for the sensitivity that they were running at the session before, and then all of a sudden their reads were much smaller. Und so die they really had sensitivity 2 rather than 4. Und die Person musste da das Meter wechseln und hat es auf die normale Empfindlichkeit gestellt, die für sie funktioniert hat, und das war dann aber viel zu klein für das, was sie bei diesem Meter gebraucht hätte. Now that was a solo auditor, and they didn't check their can squeeze as a standard can squeeze between sessions. So what happened? They thought they were getting in case trouble. They weren't. Das war ein Solo-Auditor und er hat den normalen Dosendruck nicht gemacht. Und was dann passiert ist, er hat gedacht, er kommt nun in Fallschwierigkeiten, und das war überhaupt nicht der Fall. They weren't really in trouble. They just changed meters. Die waren nicht wirklich in Schwierigkeiten, sie haben nur ein anderes Meter verwendet. So that was a wrong item for that solo auditor. I'm in case trouble. I missed withholding nothing. Das war ein falsches Item für diesen Solo-Auditor. Er dachte, er hat Fallschwierigkeiten, ein Withhold von nichts. So you see what I mean? You do have to know what you're doing when you're fooling with meters. Man muss da also wissen, was man tut, wenn man mit Metern umgeht. Okay, we're going to take a lunch break now and come back at what time? Coffee break. Coffee break, sorry. Coffee break. Wir haben also eine Kaffeepause. Well, how long shall we do it? 20 minutes or so? Half an hour, something like that, yeah. Okay? Ja. Das unten, Kaffee gibt's unten, ja? That's it. Okay. Welcome to part 2, class 4 seminar. Willkommen zum Teil 2 vom Class 4 Seminar. First of all,
are you all getting some overview of what you are as a Class 4 auditor? Kriegt ihr eine gewisse Übersicht, was ihr seid als Class 4 Auditoren? And what elements go into making successful sessions? Und welche Elemente dabei sind, dass man erfolgreiche Sitzungen macht? And what tools you use to do these sessions? Und welche Werkzeuge man benutzt, um diese Sitzungen zu machen? And we're not finished yet. Und wir sind noch nicht fertig. You probably don't realize how much you know. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wie viel ihr schon wisst. Because, and it's number 4 now, because we had the PC, remember, the auditor, and the meter. Wir hatten den PC, den Auditor und das Meter. It's an important thing, not seen very easily. Und nun kommt eine wichtige Sache, die man nicht unbedingt sieht. Auditing Space, Und zwar ist das der Auditing-Raum or Session Space. oder der Sitzungsraum. It's just like, doesn't get acknowledged very much because you don't really see it. Das wird nicht sehr stark bestätigt, weil man es nicht wirklich sieht. But this is why you do a lot of your TR0. Das ist, warum man viel TR0 macht. So we have again, let's put here, PC. Hier haben wir wieder den PC, Case, den Fall, meter, das Meter auditor. und den Auditor. Okay, and we have him sitting down here. Well, over here we're going to have another thing too. But that is very easy to understand for an auditor. You have the PC, the meter, and the auditor. Für den Auditor ist das leicht verständlich. Man hat also den PC, das Meter und den Auditor. But remember before when we were talking about the PC, we could have interference or impingements coming into him from outside. Aber wie wir davor gesagt haben, kann man Störungen oder Eindrücke haben, die auf den PC von außen treffen. And we could have impingements coming in to read on the meter in the session. Und man kann irgendwelche Störungen oder Eindrücke haben, die dann in der Sitzung am Meter lesen. So, we need to put another thing here to make the safe space just for the pre-clear to handle his incomplete cycles, for his case. Also müssen wir noch eine Sache da machen, um einen sicheren Raum für den PC zu kreieren, sodass er seine unabgeschlossenen Zyklen, seinen Fall handhaben kann. So let's just draw the space around here. Zeichnen wir also diesen Raum darum. A-U-D-I-T-I-T. Space. Das ist der Auditing-Raum. Not the room. No, round, yeah, space. Round. Right, yeah. Also nicht Raum im Sinn von Gebäude. Yeah. It's the auditing space. Now, there are several qualities of this that you have to guarantee as the auditor, because you are responsible for this, as you know from TR0. Wie man von TR0 her weiß, ist man dafür verantwortlich und es gibt da verschiedene Qualitäten von diesem Raum, die man als Auditor garantieren können muss. You're not only confronting the pre-clear, Man konfrontiert nicht nur den PC, you are controlling the space of the session. man kontrolliert auch den Raum der Sitzung. So let's put some of these things here. The auditor must confront the PC. Denn der Auditor muss den PC konfrontieren, Control the auditing space. muss den Auditing-Raum kontrollieren. And what's the other one? Or another one? Auditor's code? Anything? Okay. Huh? No, this is auditor must. Yeah, that's true. Control the space. Okay, we can put that in there. Yeah, sure. Control the meter.
Also das Meter muss auch kontrollieren. Prevent, this is what I wanted to get in there, prevent distractions. Muss Ablenkungen oder Unterbrechungen verhindern. Or handle, if they do occur. Oder wenn sie passieren, dann muss sich handhaben. Okay, so you got this space, well there's a couple other things he's got to do that we got to cover in this too, and that is he's got to do the admin. Muss noch ein paar andere Dinge machen, die wir auch gleich aufschreiben. Muss die Admin machen. And he's got to run the process. Und muss den Prozess laufen. Or processes. Oder die Prozesse. We might as well put correctly here. Und zwar können wir gerade noch dazu schreiben, muss sie richtig laufen. Now, that right there is what requires training. Was hier aufgelistet ist, das braucht Training. Now, LRH talks about this on the Class 8 course anyway, but it does apply to Class 4 as well. He says if you have a problem with an auditor that can't do all of this together, LRH spricht davon auf dem Class 8 Kurs, aber es trifft auch für Class 4 zu. Er sagt, wenn man Schwierigkeiten hat mit einem Auditor, der das nicht alles zusammen machen kann, just so you can correct yourself or some auditors may be working for you. Und er sagt das, dass ihr euch selbst korrigieren könnt oder Auditoren, die vielleicht für euch arbeiten. Then you just take one at a time, like confront the PC, and you just get him very good at that. Dann nimmt man eine einzelne Sache aufs Mal und wie zum Beispiel den PC zu konfrontieren und schaut, dass er sehr gut in der Sache wird. Then you do number 2, control the auditing space, and get him very good at that. Dann nimmt man Nummer 2, dass er den Auditing-Raum kontrolliert und schaut, dass er sehr gut darin wird. And you do metering, get him very good at that. Dann nimmt man, was das Meter angeht, Meter handhaben und schaut, dass er da sehr gut wird. And prevent distractions, get him very good at that. Dass er lernt, Ablenkungen oder Unterbrechungen zu verhindern und dass er da sehr gut drin wird. And do the admin, get him very good at that. Und dass er sehr gut darin wird, die Admin zu machen. And run the process correctly, get him very good at that. Und dass er den Prozess richtig laufen kann und dass er das sehr gut tun kann. And then start combining on a gradient. Und dann fängt man an, sie auf einem Gradienten zu kombinieren. Okay, let's do these 3 together, or these 2 first, and then Man these 3. nimmt zum Beispiel die ersten 2 und dann die ersten 3 zusammen. And then these 4. Und dann die ersten 4. So actually, this is more important than this. So you run the process correctly, it should be here, and then the admin comes after as you're running. Das 6, ein Prozess richtig zu laufen, ist eigentlich wichtiger als das Nummer 5, die Admin, also es sollte da oben hinkommen. Because the admin follows on from all of this, the meter and the process and so on. Weil die Admin nach all dem kommt, also sie folgt dem Meter und dem Prozess etc. And that's a record of what's happening so that the CS can direct the next thing and so that there is a recording of how the auditing goes. Und das ist eine Aufzeichnung von was passiert, sodass der CS die nächste Anweisung geben kann und es ist eine Aufzeichnung, wie es läuft im Auditing. And so that you can use it in the future to come back and spot where something may have been missed. Sodass man es in der Zukunft gebrauchen kann und vielleicht darauf zurückkommen kann und schauen, ob da etwas ausgelassen worden ist. And so that you can verify even later on maybe that the process has or has not been run. Und so dass man später verifizieren kann, dass der Prozess, ob der gelaufen wurde oder nicht. And correctly. Und ob es richtig gemacht wurde. Okay, so we have all of these things. The auditing space is where all this happens. Wir haben also all diese Dinge und der Auditing-Raum, das ist, wo das drin passiert. Now, you start to understand why auditors must be trained. Jetzt fängt man an zu verstehen, warum Auditoren trainiert sein müssen. It's almost impossible to get somebody to do this right off the bat. Es ist Immediately. fast unmöglich, dass das jemand einfach aus dem Handgelenk schüttelt. So you have all your training drills, and they all fit together with learning the process, learning the training drill, learning the auditor's code, learning how to do TRs, learning how to use the meter.
So hat man also all die Trainingsübungen und das passt alles zusammen, dass man lernt, wie man den Prozess läuft, lernt, wie man mit dem Meta umgeht, lernt, wie man TRs macht, lernt, wie man den Auditors Code einhält, etc. And most auditors concentrate mostly on the PC, the meter, the admin, and doing the process. Die meisten Auditoren konzentrieren sich auf den PC, auf das Meta, auf die Admin und den Prozess zu machen. You want to be a really good auditor. Aber wenn man ein wirklich guter Auditor sein will, And also control the auditing space and prevent distractions. dann kontrolliert man ebenso den Raum, wo das Auditing stattfindet und verhindert Ablenkungen oder Störungen. Now that might require some preparation before you go into the session. Es kann sein, dass dazu einige Vorbereitungen vor der Sitzung notwendig sind. You know, there's a sleeping dog outside the door. Es gibt zum Beispiel einen schlafenden Hund außerhalb der Türe. Now, how are you going to guarantee that during the session that dog does not wake up and start going ruff, 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 ruff? Wie garantiert man nun, dass während der Sitzung dieser Hund nicht aufwacht und anfängt zu bellen? I sure would like to know that. And you have the earth philosophy which says, let sleeping dogs lie. Und man hat die Philosophie dieser Erde, die sagt, man lässt einen schlafenden Hund in Ruhe. No. Well, if they're right outside your auditing room, you better not use that stable living. You better move them over to somewhere else where they cannot disturb the session. Man würde sie also besser woanders hin tun, wo sie die Sitzung nicht unterbrechen, nicht stören können. And it's always good to put up your little signs, you know. Und es ist immer gut, da das Schild hinzuhängen. But also the signs maybe down the hall. So it says, auditing area, keep quiet. Aber vielleicht sollte man auch ein Schild unten am Gang hin tun. Das sagt, hier ist ein Gebiet, wo auditiert wird, bitte Ruhe. And also, remember, in the room that you're in, now remember your auditing space is not necessarily only the room. You might make a bigger space than the room itself. Und im Auditierraum, und das ist nicht nur unbedingt das Zimmer, in dem man ist, sondern ist vielleicht auch ein größerer Raum als das Zimmer. But at least inside the auditing room, you should also look for possible distractions that could occur during the session. Aber wenigstens innerhalb des Auditierzimmers sollte man schauen, ob es da mögliche Störungen gibt, die die Sitzung stören könnten. Like you're sitting here, you know, and you see one of these lights going on and off on it. Zum Beispiel sitzt man da und man sieht, wie ein Licht an und ausgeht. Well, it'd be a good idea to replace that bulb before you start the session. Es wäre dann gut, die Birne zu ersetzen, bevor man mit der Sitzung anfängt. And you go over and maybe even sit in the pre-clear's chair just to check it out. See if it's squeaking or if the legs are loose or it's not stable or something. Vielleicht setzt man sich auch mal in den PC-Stuhl, um ihn auszuprobieren, ob er irgendwie quietscht oder ob die Beine ein bisschen wackeln, ob er nicht stabil ist. I mean, I've imagined there should be stories of, you know, some of the field auditors, they used to have these big comfortable chairs for their wealthy pre-clears. Es gibt da Geschichten von diesen Feldauditoren, die diese großen, bequemen Stühle für ihre reichen PCs hatten. Pillows and everything, like they could just rest their arms there holding the cans. Mit Kissen und so weiter, sie konnten einfach ihre Arme hinlegen und die Kannen halten. And they had a few nice covers on there, very nice, what do you call this, material, side or silk or different things to make the chair look nice. Und sie hatten da schöne Bezüge aus Seide oder weiß ich was, damit der Stuhl gut ausgesehen hat. And these people usually also kept a lot of pets around their house and so on like that. Und die Leute haben auch eine Menge Haustiere oder ja, Haustiere. And I wouldn't be surprised if sometime a cat would come in there, you know, and get behind the silk covers on the chair, you know, just, well, it's very comfortable, right? Und es wäre nicht überraschend, wenn da vielleicht sich eine Katze reinschleicht und irgendwo zwischen die Seitenkissen sitzt. And then the pre-clear sits on the edge of the chair at first because he's a little nervous. Und dann sitzt der Pre-Clear auf den Stuhl da am Rand, etwas nervös. Gets his roots in, he feels better, so he leans back,
squashes the cat. Und er kriegt seine Rudimente rein und fühlt sich jetzt besser und lehnt sich zurück und zerdrückt dabei die Katze. Big distraction. Das ist eine große Ablenkung. Okay? Now, this can also mean where you position your auditing room in your practice. Das kann auch bedeuten, die Frage, wo legt man seinen oder wo tut man seinen Auditierraum in seinem Haus oder seiner Praxis hin. If you have a house that your auditing room is right on the street, wenn man das so hat, dass das Auditierzimmer gerade an der Straße liegt, and the trucks and buses and cars are coming by all the time, und die Autos und die Lastwagen fahren die ganze Zeit da vorbei, you may think you got it handled because you got double glazed window out there and it's sort of dull in the background. Dann kann man denken, das ist in Ordnung, weil man da eine Doppelverglasung hat und man hört es nur so als Nebengeräusch. But all of a sudden, the pre-clear runs into an incident where it's very warm and he starts sweating and all. He says, "Oh, please open the window a little bit. I've got to have some more air." Aber plötzlich läuft man in ein Geschehnis, wo es dem Pre-clear sehr heiß wird und er fängt dazu an zu schwitzen und sagt, bitte mach das Fenster etwas auf, ich brauche Luft. Now you're in the position of having a problem as an auditor, whether you want to make the pre-clear more comfortable or you want to distract him. Jetzt findet man sich als Auditor in der Position, ob man entweder es bequemer machen will für den PC oder ob man ihn ablenken will. So what I'm trying to say here is predict these things. You want to control the auditing space, make it safe. Man muss also diese Dinge voraussagen. Man muss den Auditing-Raum kontrollieren und sicher machen. Make sure the temperature can be controlled without distraction. Man muss die Temperatur ohne Ablenkung kontrollieren oder regeln können. That the furniture is stable and doesn't squeak. Die Möbel, die sollten stabil sein und sollten nicht knarren. That there's no hidden house-tiere in the room that'll suddenly jump out during the session sometime. Dass keine versteckten Haustiere im Raum sind, die plötzlich während der Sitzung hochspringen. And you also have to take responsibility for the space, as I said, outside the auditing room. Und man muss auch Verantwortung für den Raum außerhalb des Auditierzimmers nehmen. If you happen to know that upstairs in the next apartment lives a guy that likes to play rock music very loud when he comes home from work at 5 o'clock. Wenn man weiß, dass in der Wohnung über einem jemand lebt, der um 5 Uhr, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, gerne ganz laut Rockmusik hört. You better schedule 5 o'clock in your day for doing your admin. Dann sollte man sich einplanen, um 5 Uhr die Admin zu machen. You see what I mean? It's a logical understanding what's going on above, below, to the side, outside, inside, and making the space comfortable and safe for the pre-clear to tell you about what's happened to him. Es ist eine logische Sache, dass man also den Raum sicher macht, außerhalb, unterhalb, überhalb und innerhalb des Zimmers, so dass man einen sicheren Raum für den PC kreiert, wo er einem erzählen kann, was ihm passiert ist. Remember, the quality of the auditor was that he was not having a case. He was operating as a terminal for the pre-clear who was sort of sitting outside the game, so it would be safe to talk to him. Eine der Qualitäten oder Charakteristiken des Auditors ist, dass er keinen Case hat und dass er außerhalb des Spiels sitzen kann, sodass der PC, dass es sicher ist für den PC, mit ihm zu sprechen. Well, he should also guarantee that the space he's auditing the pre-clear in also has that quality to it. It seems outside of all that environment out there, also outside of all those disturbing dynamics the guy keeps running into. Und er sollte also auch sicherstellen, dass der Raum, in dem er den PC auditiert, diese Qualität auch hat, dass er auch außerhalb all dem Leben und den Dynamiken ist und den Problemen, in die der PC hineinläuft. Because remember, when the pre-clear is in session, Erinnert euch, wenn der PC in Sitzung ist and is doing number 2, interested in own case, und er ist jetzt bei Nummer 2, er ist interessiert im eigenen Fall, he's not often in present time during the process. dann ist er während dem Prozess nicht sehr oft in der Gegenwart. And I think you all read, probably in your class 4, at least your Dianetic materials, what can happen if you suddenly jerk a pre-clear to present time when he's in an incident somewhere or down the track.
Und ihr habt sicher in den Klasse 4 oder sicher in den Dianetikmaterialien gelesen, was passieren kann, wenn man einen PC, der irgendwo auf der Zeitspur ist, plötzlich in die Gegenwart schnellt. To put it in Dianetic terms, Um es mit Dianetik auszudrücken, whatever the reason was, it operates as a bouncer. was immer nun der Grund war, der als Rausschmeißer funktioniert. You know what a bouncer is? Bounces the guy out of the incident. Was immer der Grund war, es operiert, es funktioniert wie ein Bouncer. So, you don't want to be guilty of being an auditor, trying to get the guy through the incident, and also at the same time having some distraction around that bounces him out of it. Und man will natürlich nicht als Auditor versuchen, jemanden durch das Geschehnis zu kriegen und gleichzeitig dafür verantwortlich zu sein, dass irgendeine Ablenkung ihn wieder in die Gegenwart zurückschmeißt. Now, if this happens too many times, you can also create a standing session ARC break of anticipation by the preclear. Wenn das zu oft passiert, dann kann das auch einen anhaltenden Sitzungs-ARK-Bruch oder Vorbehalt beim PC kreieren. Now you don't even have point 1 of in session really in. Und jetzt hat man nicht mal mehr den Punkt 1 von der In-Session-Definition in. He's only willing to talk to the auditor until he's about the time of the next distraction, and then he sort of goes out of session, waiting for it. Er ist nur bereit, zum Auditor zu sprechen, bis es ungefähr Zeit ist für die nächste Ablenkung, und dann geht er raus und wartet für die Ablenkung, auf die Ablenkung. And I'm not just kidding about this, because I had just had to correct in the last 4 months, I had to correct an auditor in France who was actually had this problem and did not correct it until I corrected him. Und er macht nicht nur Witze darüber, er hatte gerade in den letzten 4 Monaten einen Auditor in Frankreich, den er in Bezug auf diese Sache korrigieren musste, der dieses Problem hatte und es nicht gehandhabt hat, bis er ihn korrigiert hat. And he had not spotted it. Und der Auditor hat es nicht gemerkt. And yet he was trained CS. Und war aber ein trainierter CS. Maybe that was the way, he just thought that was normal. Vielleicht dachte er einfach, das ist normal so. There is no excuse for it, because he was responsible. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, weil er verantwortlich ist. And apparently the situation was, it was a house auditing type situation. Es war eine Situation, wo die Person zu Hause auditiert, But there was present also other family aber es gab da auch andere Familien in the house, which had to come and go at certain times. in demselben Haus, die zu einer gewissen Zeit gekommen oder gegangen sind. And there was, in the near proximity to the auditing room, a telephone, Und in der Nähe dieses Auditierzimmers, da gab es ein Telefon, which would sort of go ring, 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 certain times. das zu gewissen Zeiten halt geläutet und geläutet hat. And somehow the pre-clears were standing it because they wanted to go up the bridge. Und irgendwie haben es die PCs ausgehalten, weil sie halt die Brücke hochgehen wollten. I mean, the processing was going okay. They were getting their gains and all. That's probably why they kept coming back. But it wasn't their job to handle the distractions. Das Auditing war an sich gut, das ist wahrscheinlich, warum die PCs zurückgekommen sind, aber es war nicht ihre Sache, all diese Ablenkungen handzuhaben. But after a while, I got to see, I was doing a little investigation, and I got to see some DOPs on these people, and some questions had been asked of how did you like your auditing over there and all that. Aber nach einer gewissen Zeit, da hat er das ein bisschen untersucht und hat einige Interviews gesehen von solchen PCs, wo sie gefragt wurden, wie war das Auditing da und so. The auditing was fine, processes were fine, Das Auditing war gut und die Prozesse waren in Ordnung. but there was a little too much, the telephone ring, and, you know, it was mentioned, brought up, the telephone was ringing, doors, people going in and out, blah, blah, blah. Aber es war ein bisschen zu viel Telefonläuten und Türen, die auf und zu gingen. Das haben die PCs gesagt. Remember what I said about the impingement of other dynamics into the pre-clear's case? Könnt ihr euch erinnern, was er gesagt hat über den Einfluss oder den Eindruck, den andere Dynamiken auf den Fall des PCs verursachen können? Now get the computation that came off of this to the pre-clears. Die Berechnungen, die die PCs nun angestellt haben, This will really scare you. die sind wirklich erschreckend.
Remember, we said that the impingement could come in from outside. Wir haben also gesagt, dass irgendein Einfluss von außen kommen kann. That it was not part of this guy's case. Und das war überhaupt nicht Teil von dem Fall dieser Person That ist. he had his own dynamics, these little boxes down here. He was handling charge, one or the other of those. Und er hat seine eigenen Dynamiken, die da als kleine Felder eingezeichnet waren. Und er will die Ladung auf denen handhaben. And prevent distractions, you think, well, that's just a loud noise or this or that. But this was carried on over a period of time. Und wenn man hört, dass man irgendwelche Störungen verhindern soll, dann denkt man einfach an lauten Lärm. Aber diese Sache ging über eine längere Zeit. And you know what the Preclear's computation or consideration or logical conclusion about this was? Und die Berechnungen oder die logischen Schlussfolgerungen der PCs über diese Sache, die war folgende. I mean, this is scary. Das kann einem Angst machen. They got the idea they were being audited within the auditor's second dynamic. Die haben die Idee bekommen, dass sie innerhalb der zweiten Dynamik des Auditors auditiert wurden. Think about that one for a minute. Denk Not mal because darüber of nach. 2D, because of family, the other part of the second dynamic. They were just like part of the family. You know, telephone rings, doors close, open and up, and blah, blah, blah. Auditing was no different from that. Nicht wegen der zweiten Dynamik, sondern wegen dem anderen Teil, wegen der Familie. Sie waren wie ein Teil der Familie. Das Telefon läutet, Türen gehen auf und zu etc. Das Auditing war einfach wie ein Teil davon. I mean, that is ridiculous when you look at it. It's like the auditor's here working with the Preclear to clean up maybe his second dynamic, and he's putting another one on the Preclear at the same time. Das ist lächerlich, weil der Auditor vielleicht mit dem PC arbeitet, um seine zweite Dynamik in Ordnung zu bringen, und gleichzeitig legt er ihm eine andere zweite Dynamik auf ihn drauf. And since it was a second dynamic and a family affair, Und da es eine Familienangelegenheit war, just like you have in most families, mutual withholds and roots. und wie es in den meisten Familien ist, da hat man gemeinsame Withholds oder andere Rudimente. They never mentioned it. Da haben sie nie etwas darüber gesagt. Only after they left, and it was sort of dug into with some questions. Erst nachdem sie weggegangen sind und nachdem man sie ziemlich stark danach gefragt hat. So do you see what could happen? Seht ihr, was da passieren kann? If you don't have a very safe auditing space, Wenn man nicht einen sehr sicheren Auditing-Raum hat and you don't make it part of a sort of out of the game area, und wenn man es nicht Teil von einem Gebiet außerhalb des Spiels macht, not really connected to any dynamic except maybe dynamic 11, the tech dynamic. und so darstellt, dass es nicht wirklich Verbindung hat zu anderen Dynamiken, außer vielleicht der 11. Dynamik, der Tech-Dynamik. That's okay, because it's sort of where it sits, in a way. Das wäre in Ordnung, weil da liegt es irgendwo drauf. Although that, see, you could have your certificates on the wall and your red volumes and your bookshelves and all that, your desk and your folder piles and all that. Man könnte auch die Zertifikate an der Wand haben und die roten Volumes dastehen und die Folders auf Gestellen haben und so. But if you do, you might get along very well with Preclear. Es kann, You see, you're not stimulating his lower dynamics. es kann sein, dass man dann sehr gut mit dem Messer zurechtkommt, weil man nicht seine darunterliegenden Dynamiken restimuliert. But when you start auditing Excal or maybe some of the upper OT levels, Aber wenn man anfängt, Excalibur oder die OT-Levels drüber zu auditieren, you might stimulate his LTA auditing track. dann restimuliert man vielleicht seinen LTA-Auditing-Track. You might. Kann sein. It's very similar. Es ist sehr ähnlich. Oh yeah, I remember being audited in a room like this, had red volumes and blah, blah, blah. Er sagt, ich kann mich erinnern, ich wurde in so einem Zimmer auditiert. Mit Have we ever done this Volumes before? und so. Wenn man ihn fragt, dass wir es jemals davor gemacht Oh haben. my God. So, it is safer
and better to have the auditing space really sort of figure it out so that it's sort of outside of the game. Es ist also sicherer und besser und man sollte sich überlegen, wie man den Auditierraum irgendwie außerhalb des Spieles kriegen kann. Or at least in it, have nothing that you know of that could be stimulative to this guy that you're auditing, or whatever, whoever you're auditing. Oder man sollte mindestens nichts drin haben, von dem man weiß, dass es den PC, den man auditiert, stimulieren könnte. You see? Well, they expect you to have 2 chairs and a table and an e-meter and maybe some side admin and so on. Sie erwarten, dass man 2 Stühle und einen Tisch und einen E-Meter und vielleicht irgendwas für Admin auf der Seite hat. But I'll tell you, it's very distracting for a pre-clear to sit there and see the names of other people on other folders. Aber ich kann euch sagen, es ist sehr eine Ablenkung für den PC da zu sitzen und die Namen von anderen Leuten auf Folders geschrieben zu sehen. And they start their little computation. Wow, that guy had lots of auditing. Yeah, I know him. He must have a heavy case. Dann fangen sie mit ihren Überlegungen an. Sie denken, wow, der hat eine Menge Auditing und ich kenne ihn ja und der muss ein schwerer Fall sein. You know, and he goes around in the coffee shop. Hey, Joe, I saw your folders in there. Wow, what level are you on? You had a lot of them in there. Dann geht ins Café und sagt zu ihm, du, ich habe deine Folder da drin gesehen. Du hast eine ganze Menge. Auf welcher Stufe bist denn du? And then he sees somebody else with a very small one, you know, and he knows they're on the OT levels, and he goes, wow, they must have had hardly any case. Und sieht jemanden, dessen Folder ganz dünn ist und weiß, die sind schon auf den OT-Stufen und denkt, wow, die haben gar keinen Fall gehabt. Yeah, this is all ridiculous because some guys might have been able to rescue their folders from the church, and so they have all the church folders, you know, the innumerable sec checks and everything. Das ist ziemlich lächerlich, weil vielleicht einige Leute ihre Folders aus der Kirche gekriegt haben und dann haben sie diese fetten Dinger mit all den Sec-Checks drin etc. And other people could have been given back their folders as the policy of the free zone to give back the folders after they finish clear. Take the CSs out maybe or whatever is confidential, but give them back the folders, so there's no chance of them ever being blackmailed with them. Und wiederum bei anderen kann es der Fall sein, dass, wie es das Policy ist in der freien Zone, dass man ihnen die Folders zurückgibt nach Clear, wo man vielleicht gewisse vertrauliche Sachen oder CSs rausnimmt, aber ihnen die Folders gibt, sodass sie niemals damit erpressen können oder erpresst werden können. And of course they keep their own solo folders on the OT levels. Sie haben natürlich ihre eigenen Solo-Folders auf den OT-Stufen. So you could have a guy on the OT levels who has a very small review folder there, and that's all. So es kann gut sein, dass man jemanden auf den OT-Stufen hat, der einen ganz dünnen Review-Folder hat. And you could have another guy, and you could have another guy there that had all his church folders and everything, and he didn't have any place safe in his house to keep them, so he said, could you keep them for me? Und man hat vielleicht jemand anderen, der seine ganzen Kirchenfolder mit dabei hat und die kann er zu Hause nicht sicher aufbewahren, also behält man sie für ihn. If you have them out there in plain view, you start computations going, see? Und wenn man sie ganz offensichtlich da liegen hat, dann fangen die Leute an, sich Dinge deswegen zu überlegen. So it is good not to have any unnecessary significances sitting out there in plain view in your auditing room. Es like ist also book titles and, you know, like posters that say, you know, like buy Coca-Cola or something like that. Es ist also gut, wenn man nicht irgendwelche unnötigen Bedeutungen in seinem Auditierzimmer hat, wie irgendwelche Buchtitel oder Posters, auf denen steht Kauf Coca-Cola oder sowas. And I might mention another point, especially try not to decorate your walls with sort of implanterish type pictures or pictures that sort of stimulate hypnotism or anything like that. You know, big spirals like this where you go into a picture of a guy looking at a picture who's looking at a picture who's looking at a picture, those kind of things. Und ganz speziell versucht nicht eure Wände zu dekorieren mit irgendwelchen Bildern, die Richtung Implant gehen. Sowas zum Beispiel wie eine Spirale, in die man völlig hineingeht oder ein Bild von jemandem, der ein Bild anschaut, wo ein Bild drauf ist von jemandem, der ein Bild anschaut, etc. Ja? So
you have to look at this with the auditor viewpoint of what would be unstimulative but pleasant and safe to have in this room before it pre-clears I'm auditing. Man muss also mit dem Auditor-Gesichtspunkt das anschauen, was würde nicht restimulativ, aber angenehm sein für die Leute, die ich in dem Raum hier auditiere. And you have to figure that out for yourself. Und das muss man sich selbst überlegen dann. I can't tell you everything about it, but just watch out for heavy significance and especially stuff about tech and auditing that is sort of makes them compute on other people's cases. Aber es sind sicher schwerere oder gravierendere Bedeutungen und Sachen über Tech und Auditing, wo sie sich dann irgendwie über andere Fälle Gedanken machen können. I can also say one other thing. Try not to make the auditing room, if you can, a dual purpose, part of your dynamics at the same time it's being used as an auditing room. Man sollte auch versuchen, den Auditierraum nicht ein zweifaches Ziel zu geben, also irgendwie einen Teil von den eigenen Dynamiken zu machen und gleichzeitig das Auditierzimmer. Or you might run into the problem I mentioned earlier, you see. Oder man kann auf das Problem stoßen, das früher erwähnt hat. Now this is especially, I know that some auditors have to audit their bedrooms. Weiß, dass viele Auditoren zum Beispiel in ihrem Schlafzimmer auditieren müssen. But most good auditors will figure out a way to either fold the bed up or to put some cover thing around it or make it look different than a bed while they're doing the session. Aber die meisten guten Auditoren finden irgendwie einen Weg, wie sie das Bett zusammenklappen können oder einen Überwurf drüber tun können, sodass es nicht wie ein Bett ausschaut, während sie auditieren. Know what I mean? In other words, don't try to make it look like it's not a second dynamic room or something like that. See? Even if it is. Man sollte versuchen, dass es nicht wie ein zweitdynamischer Raum ausschaut, auch wenn es als das gebraucht wird. For a female auditor, I mean, she wouldn't have satin sheets turned back, with a flimsy nightgown laying there and be auditing right over here. The guy's going. Also ein weiblicher Auditor würde nicht unbedingt Seidenleintücher so aufgeschlagen haben und ein dünnes Nachthemd drüber liegen, während sie daneben versucht, den PC zu auditieren, sonst macht eben das. You understand what I mean? That's a distraction. Das wäre eine Ablenkung. And next thing you know, you're going to get this sort of flows going between, like, I'm getting a little tired of auditing, let's lay down a little while and rest. Sonst kriegt man als nächstes diese Flows, die anfangen zu laufen. PC sagt, naja, ich bin etwas müde vom Auditing, warum legen wir uns nicht hin und ruhen uns aus? So that comes under these points, which are neglected in some cases, especially in the rough and tumble, shall we say, phase 1 or cope of the free zone. Und speziell in einer Phase 1 oder wenn man das noch alles so copt, wenn man das noch nicht organisiert hat, wie es manchmal ist in der freien Zone, vergisst man manchmal diese Punkte. But even if you have to audit in the kitchen or audit in the bathroom or audit in the bedroom, you can still have certain covers or boxes or something to put there or things that are non-significant that will make it look different while you're auditing. Aber selbst wenn man in der Küche oder in einem Badezimmer oder in einem Schlafzimmer auditieren muss, dann kann man das immer irgendwie noch abdecken mit Schachteln oder mit was weiß ich, sodass es nicht bedeutungsvoll und verschieden ausschaut. A good way is to have a curtain that you could just pull across, like all the kitchen sink and all the dirty dishes and all that, and you just pull it across. Man kann zum Beispiel einfach einen Vorhang haben, den man vor die Spüle und all die schmutzigen Teller etc. ziehen kann. Ne? And another point on that before we leave it, so that's one thing. Don't mix dynamics of your life with the auditing environment. Also man sollte nicht die Dynamiken seines eigenen Lebens mit der Auditing-Umgebung mischen. And the other thing is to watch out for impingements, like if your windows are totally left open and you live near blocks of flats and everything, you might get whole audiences watching this auditing session. Und das andere ist, dass man schaut, dass da nicht etwas reinkommen kann. Wenn man das Fenster offen hat und man lebt nahe von anderen Leuten, dann kriegt man vielleicht ganze Scharen, die dieser Sitzung zuschauen. So you might get a translucent, which means
it lets light in, but you can't see through it, curtains to put on the window. Man würde also dann so einen durchsichtigen Vorhang nehmen, der das Licht durchlässt, aber die Blicke nicht. You understand what I mean? And the other thing is, of course, to have it, the distraction noises, as I said before, controlled, and the temperature controllable in there some way or another, so that the preclear doesn't get too cold or too hot. Und man muss den Lärm kontrollieren können und auch die Temperatur, sodass es dem Preclear nicht zu heiß oder zu kalt wird. So that's what it really means to say, control the auditing space and prevent distractions. Das ist, was es wirklich bedeutet, wenn man sagt, dass man den Auditing-Raum kontrolliert und Ablenkungen verhindert. Okay? Good. Now, there's a couple of more factors we have in this. Da sind noch ein paar mehr Faktoren, die wir da haben. Well, maybe we can draw them here. Kannst du vielleicht noch hier hinzeichnen? Remember we had over here the admin. Hier haben wir also die Admin vom Auditor. But we also have, from outside of this area somewhere, coming in, is the CS program. Aber von außerhalb dann haben wir das Programm vom CS, das da reinkommt. Which the auditor is supposed to have a copy of here, but also he knows it. Der Auditor sollte eine Kopie haben, aber er kennt es So that natürlich. should be in the auditing space too. Das sollte auch im Auditing-Raum sein. Okay? And he should also have, someplace back here, whatever lists and reference and so on, materials he needs. Und irgendwo sollte er auch die Listen und die Referenzmaterialien haben, die er vielleicht braucht. You know, perhaps the process commands and L1 and the L3RG and L4B, so on like that. Different things he may need in the session. Die Listen mit den Prozessanweisungen, die L1, L3, die L4 und so. But discrete, you know, not in the obvious view of the preclear. Aber diskret, sodass sie der PC nicht sieht. Now, usually in class 4 auditing, they also use meter shield to prevent distraction of the preclear being interested in the meter. Im Auditing, Class 4 Auditing braucht man auch normalerweise ein Schild für das Meter, sodass der PC da nicht abgelenkt wird. Of course, you don't need it after solo because the guy cannot use a meter shield during solo. Nach Solo gebraucht man es natürlich nicht, weil man nicht das Meter abschirmen kann nach Solo. And a meter should not be a distraction to a solo auditor at all. So On on OT levels, it doesn't matter to me whether you use them or not. Und das Meter sollte auch nicht eine Ablenkung sein für den Solo-Auditor. Also ob man sie auf den OT-Levels gebraucht oder nicht, ist ihm egal. But I have seen meter shields that actually turn off the preclears. Aber er hat Meterschilder gesehen, die den Preclear, die ihm abstellen. And they break the auditor's TR. Und die TRs vom Auditor brechen. They're very massive and they're very like a barrier, like a ridge between. Die sind sehr massiv und wie eine Barriere oder wie ein Ridge dazwischen. Okay, so watch that one. Especially when if you look at this from the side, and you have a horizontal view here, and the table is like this, the meter shield is like this. The auditor is sitting with his head about here, right? And the preclear is in an easy chair down here. Also wenn man es von der Seite betrachtet, hat man da den Tisch, das Meterschild, den Auditor und der PC in einem bequemen Stuhl da unten. You see, the direct line between the auditor for his TR1 and everything else is just broken by the meter shield, and preclear is like somehow getting implanted from behind a shield or something like that. Die direkte Linie vom Auditor ist gebrochen durch dieses Meterschild und der PC wird fast wie implantiert von hinter einem Schild raus. And sometimes they're so enormous and made out of wood and very solid and everything and painted black even. Und manchmal sind sie wahnsinnig groß, aus Holz, ganz solide und noch schwarz angestrichen.
by the way, that's a good idea not to have too much black in the room, because that is, you know, the color of mystery. You don't know what's behind there or in there. You can't see anything, it's black. Es ist auch eine gute Idee, nicht allzu viel Schwarz im Raum zu haben, weil das die Farbe von Geheimnis ist. Man weiß nicht, was dahinter steckt, oder man kann da nicht rein oder durchsehen. Okay? It's also not a good idea to have too much white in the room. Es ist auch keine gute Idee, zu viel Weiß im Raum zu haben. Because there are certain implants on a track, like the clearing course, which was done in a space-type orbital vehicle, which had inside walls painted totally white. Weil es gewisse Implants gab, wie zum Beispiel der Clearing-Kurs, die in einem Art Schiff gemacht wurden und das innen drin ganz weiß gestrichen war. So it's better to have color, and normally some pleasant colors, lighter colors perhaps, but not glaring white, not glaring black. Es ist also besser, irgendwelche angenehmen Farben zu haben, aber nicht ganz starkes Weiß und starkes Schwarz. And I can tell you some other colors based on LRH's lecture to the Pubsorg about Incident 2, not to have. Ich kann auch einige andere Farben sagen, das basiert auf dem Vortrag von LRH, den er den Pubsorgs gegeben hat, über Incident 2, andere Farben, die man nicht haben sollte. And that is a sort of, these are the colors they were using in a lot of the Incident 2 36 Days pictures. Das sind die Farben, die sie in vielen der Bilder des 36 Tage von Incident 2 gebraucht haben. There was a green, a sort of a ugly looking green. Es gab da ein hässliches Grün. Since about which was worn in the last year? Huh? There was an ugly green which was very worn in the last years. A green which was very modern in the last few I don't know years. what that one is, but I'll tell you where to It doesn't find these know. colors. A sort of a pinkish red. Ein rosiges oder rosarot. Pinkes, ziemlich knalliges Rosa. And a sort of a purple type of, with a bit of reddish mauve in it. You know, it was not a deep purple, but a sort of a, reddish purple. Ein rötliches Violett, nicht ein dunkles Violett, sondern ein rot angehauchtes Violett. And you can find exact copies of these colors on some of the book covers of the church's books. Man kann genaue Kopien von diesen Farben auf einigen Buchumschlägen von der Church finden. Because LRH wanted the church to have covers which indicated to people that we knew the secret of the 36 days. Weil LRH wollte, dass die Kirche Buchumschläge hat, die den Leuten anzeigen, dass wir über die 36 Tage Bescheid wissen. And I would not put those colors in the thing, or for certain not put them in combination. Und er würde nicht diese Farben da reintun und ganz sicher nicht als Kombination, also alle zusammen. And I would not put pink and blue in combination. Und ich würde auch nicht rosa und blau als Kombination benutzen. Light blue and sort of a middle pink. So ein hellblau und ein mittleres rosa. You know, the boy and girl baby colors. So wie für die Babys, für die Mädchen und die Jungen. Diese Farben nicht. They're not together. Because that also has some significance in LTA pictures and so on. Nicht zusammen, weil das auch eine gewisse Bedeutung in LTA-Bildern hat. But there's a whole bunch of other colors you can use. Aber es gibt eine ganze Menge andere Farben, die man brauchen kann. And, you know, I mean, I'm just saying don't paint the whole room that color or those combinations of colors or the walls and the ceiling and everything. Or the guy might think you're putting him into Incident 2 implant again. You know? Man sollte nicht gerade den ganzen Raum in diesen Farben streichen oder die Wände und die Decke, weil sonst der PC vielleicht denkt, dass man ihn mitten in den Incident 2 reinsteckt. Okay? Now those are probably more hints about an auditing space than you've heard before. Das sind wahrscheinlich mehr Tipps für einen Auditing-Raum, als ihr davor schon gehört habt. But it has come from experience and from design of auditing rooms. Aber er hat das von Erfahrung und davon, dass er Auditing-Räume entworfen hat. Which I did help LRH on the flagship
to do some of that. Das hat dem Elrich geholfen, auf dem Flagship davon einiges zu machen. And I can say one thing that is very acceptable in an auditing room. Eine Sache, die sehr akzeptierbar in einem Auditingraum ist, And it's apparently wood colors. das ist Holz oder Holzfarben. Wood paneling on a room, if not too dark and dismal, Holzverkleidungen, wenn sie nicht zu schwer und zu dunkel sind, is very non-stimulating. das restimuliert gar nicht. Might even bring in good indicators. Guys say, hey, it's like living in a tree. Das bringt sogar gute Indikatoren rein. Vielleicht sagt der PC auch, das ist wie wenn man in einem Baum wohnt. And I think the reason for that is probably that hardly any Satans were ever imprisoned in a wooden paneled room. Und der Grund dafür ist, dass wahrscheinlich kaum jemals ein Täter im Gefängnis in einem holzverkleideten Raum gesessen It's hat. too expensive for a prisoner, you know. Das wäre viel zu teuer für ein Gefängnis. But if you really want to key them in, you can have a gray concrete walls and bars on the windows. Wenn man sie wirklich einkriegen will, dann nimmt man graue Betonwände und Gitter an den Fenstern. Okay, you understand what I mean. Don't try to make the auditing room stimulative in itself of the track, because the guy is going to then have a session ARC break, bypass charge because of the environment. Man versucht also nicht durch das Auditierzimmer irgendetwas von der Zeitspur zu restimulieren, weil sonst die Person einen Sitzungsarkabel hat, übergangene Ladung durch das. And you're almost guilty of putting another practice in stimulation on the guy, making your room look like a jail, and he's running a whole chain of imprisonment incidents or something. Und man ist dann fast schuldig einer anderen Praxis an dem PC, wenn man seinen Auditierraum wie ein Gefängnis ausschauen macht, dann läuft wahrscheinlich Gefängnisketten da. So he identifies the auditor immediately with the jailer who wouldn't feed him anything. Und er identifiziert den Auditoren sofort mit dem Gefängniswärter, der ihm nichts zu essen gegeben hat. So he always have trouble with his metabolism, and he always wants to go and get a bite to eat. Und er wird immer Schwierigkeiten haben mit seinem Metabolismus und er will immer noch etwas essen gehen. Okay, so take some thought. If you're going to be a professional, also design your auditing space so that it is conducive and safe for good auditing. Also wenn man ein Profi sein will, dann sollte man sich das etwas überlegen und den Auditierraum oder das Auditierzimmer so gestalten, dass es passend und richtig für Auditing ist. I might as well say something else here that LRH gives a good tape on. I think it's on the class 4, but I know it's on the briefing course, about what will not distract a pre-clear during an incident or down the track. Es gibt auch ein gutes Tape von LRH, ein Vortrag, das ist auf Class 4 oder sicher auf dem Briefingkurs darüber, was einen PC nicht ablenkt von der Zeitspur. And that is anything that goes along with the incident he's running. Und das ist alles, was zu dem Incident oder Geschehnis passt, das gerade läuft. In that particular tape, LRH talks about a guy running an incident where he was in a sword fight in a Scottish old days in Scotland, and they were fighting with swords, and other people were dancing around a fire. In diesem speziellen Vortrag gibt LRH ein Beispiel von jemandem, der ein Geschehnis gelaufen hat in Schottland von einem Schwertkampf und wo es andere Leute gab, die um ein Feuer rumgetanzt haben gleichzeitig. And he says that the auditor could, without distracting the pre-clear at any time in the session or in the incident. Und er sagt, dass der Auditor, ohne dass er den Pre-Clear von dem Geschehnis ablenken würde, The auditor could actually get up out of his chair and say, was this the way they did the jig? der Auditor könnte tatsächlich aufstehen und fragen, war das so, wie sie getanzt haben? And pre-clear say, no, it's more like this, you know. Und der Pre-Clear sagt, nein, es war mehr in der Art. And why would that be? Because in that incident, that is the reality. And the auditor's right there with him. Und das ist so, weil das in diesem Reality, ARC. bestimmten Geschehnissen und die Realität ist. Und der Auditor ist gerade da mit ihm. Es ist Realität, ARK. I mean, he's not recommending that. He just says that wouldn't distract the guy.
Es ist nicht so, dass der Ron das empfiehlt, aber er sagt, es würde den Präklärer nicht ablenken. But the auditor, looking at his watch, which wasn't present in the incident, didn't have watches. Aber der Auditor, der auf seine Uhr schaut, und das gab es nicht in dem Geschehnis, da hatten sie keine Uhren. That would distract. Das würde ablenken. You understand what I'm saying? Versteht ihr? Maintain ARC with the pre-clear. Man hält das ARK mit dem Präklärer. Now he expects you, for instance, to be writing admin. Erwartet zum Beispiel, dass man was aufschreibt. But you should do it with a split attention factor between the pre-clear and the admin. Aber man sollte seine Aufmerksamkeit zwischen dem Präklärer und der Admin geteilt haben. And don't, shall we say, add significance at various times during the session to doing your admin, which might distract the pre-clear. Und leg nicht irgendwelche Bedeutungen drauf, um plötzlich die Admin zu machen in der Sitzung. Das könnte den Präklärer ablenken. You know what I mean? Like the pre-clear says something that is a bit important to the pre-clear in the incident, and suddenly you take your hand off the meter and you go over here, wow, I really want to get that. Und zum Beispiel sagt der Presi irgendetwas, das wichtig ist im Geschehnis, und dann nimmt man seine Hand vom Meter und schreibt es eben sehr bedeutungsvoll auf. No, you should just keep taking the admin, same, anything. Man nimmt einfach, schreibt weiter. Ja? The main thing is to be there with the pre-clear. Die Hauptsache ist, dass man mit dem PC ist. I'll tell you an actual story that happened at St. Hill while I was there, which did do distracting pre-clears, had to be cut out very soon. Erzählt eine Geschichte, die passiert ist, als in St. Hill war, die PCs abgelenkt hat und die sehr schnell gehandhabt werden musste. For some reason, it was suddenly required by us interns at St. Hill to keep two carbon copies of every session report. Für irgendeinen Grund wurde von den Interns plötzlich verlangt, dass sie 2 Durchschläge behalten von jedem Sitzungsreport. Man, I don't care how well you're trained, man. Do you know what carbon paper sounds like when you're pulling it out from between 2 sheets and putting in another? Oh. Egal wie gut man trainiert. Egal wie gut man trainiert ist, wisst ihr, wie Durchschlagpapier tönt, wenn man es zwischen 2 Blättern rauszieht und in ein anderes reinlegt. Und dann raschelt es ebenso, ne? Apparently this had nothing to do with the tech. It had to do with something that Geo was doing at that time. I don't know. Es war sicherlich nichts, das mit der Tech zu tun hatte, sondern irgendwie hatte es mit dem Geo zur damaligen Zeit zu tun. I don't know. Our duty was just to do it. That's all. Alles, was wir wussten, ist, dass wir es tun mussten. And we did that for a couple of weeks, and then pre-clears started turning up in reviews saying, why does the auditor have to make so much noise with this paper? Und sie haben das für 2 Wochen gemacht, und dann kamen die PCs in Review und haben gefragt, warum muss der Auditor immer so einen Lärm machen oder so raschen. Especially if they're running an incident where they're being burned as a witch or something, you know, all the fire you're making over you. Ganz speziell, wenn sie ein Geschehnis laufen, wo sie als Hexe verbrannt wurden oder sowas. Ja? And you're not even saying, did it sound like this? Did it sound like this? That would have been okay, but it's not. It's the admin and it's distracting. Und es war nicht mal so, dass man dann gefragt hat es sich so angehört, das Feuer. Das wäre noch okay gewesen, sondern es war die Admin, es war eine Ablenkung. Yeah. So anyway, it was stopped after a couple of weeks, but the auditors were going bananas with this. Es war nach 2 Wochen, wurde es gestoppt, aber die Auditors, wurden verrückt über das. I mean, just to go to the next worksheet was incredible procedure. Why you give TR's meter and everything, and you're like, the carbon paper slips out, goes on the floor. Nur zum nächsten Blatt vom Worksheet zu gehen, war eine wahnsinnige Angelegenheit, während man die TRs drin halten musste. Das Durchschlagpapier fiel einem auf den Boden etc. Ne? And I mean, it was impossible to do it with one hand. Und es war unmöglich, das mit einer Hand zu machen. We were actually in our intern training periods working out procedures of how to do it best. Sie haben auf dem Internship dann ganze Vorgehensweisen ausgearbeitet, wie man es am besten machen könnte. And of course, St. Hill at that time, the FP was always tight at certain times, and we wondered,
you know, why they would only give you 2 sheets of carbon paper, because you couldn't even set up a whole stack of these worksheets. You had to only use 2 sheets, so you had to take them out all the time and put them. Und weil die Finanzen teilweise etwas knapp waren, konnten sie ihnen nicht mal einen ganzen Haufen Durchschlagpapier geben, sodass sie es hätten vorbereiten können, sondern sie haben immer nur 2 Durchschlagpapiere gekriegt, mit denen sie es haben machen müssen. Then you would get cramming orders like, you have to write harder, we can't see the second copy. Und dann haben sie Crammings gekriegt, wo drauf stand, du musst mehr drücken, man kann es auf der zweiten Kopie nicht mehr lesen. It was getting ridiculous. Anyway, Manila Rage found out what was happening, he canceled the whole thing. Es wurde lächerlich und wie es der andere herausgefunden hat, hat er es alles annulliert. And later on, funnily enough, you remember that it was a very public event where the GO proved to the press that they didn't care about the folders they were keeping on pre-clears. Und später, das war eine ziemlich öffentliche Angelegenheit, hat das GO bewiesen, dass sie sich nichts aus den Unterlagen machen oder den Folders, die sie von PCs haben. And they did a big public event where they burned a whole bunch of folders in a big pile by St. Castle about 1966 or 7, something like that. Und 1966 oder 77 haben sie also dann eine öffentliche Veranstaltung gemacht, wo sie ganze Stapel von Folders verbrannt haben in St. Hill. And you know what that really was? That was all those carbon copies. They just burnt those. Und was das wirklich war, das waren eben all diese Durchschläge. I don't know if that's what it was for in the beginning, or whether they just decided to get rid of the things that were taking up space later and make a PR event out of it. But they did it. Weiß nicht, ob das der ursprüngliche Zweck war oder ob sie einfach später mal nicht mehr genügend Platz hatten, um die Dinge zu lagern. Auf jeden Fall haben sie es gemacht. So, anyway, there's an example of too much distraction in session. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel von zu viel Ablenkung in Sitzung. Okay, there's another part of this, well, I told you about that, but how about the auditors? We know about auditors distracting expressions and so on like that, but how about auditors' code? Sorry, not code, but auditors' dress, how he dressed, code of dressing. No? What kind of clothes should the auditor wear? Wir kennen Ablenkungen durch den Gesichtsausdruck des Auditors, aber was ist nun mit den Kleidern oder der Art von Kleidern, die der Auditor tragen sollte? Now, this has changed over the decades. Das hat durch die Jahrzehnte hindurch sich verändert. At one time, nobody would think of auditing a pre-clear without having a tie and shirt on, and either a sweater like this or a coat. Zu einer gewissen Zeit hat niemand daran gedacht, einen PC zu auditieren, ohne ein Hemd und Krawatte und entweder so ein Pullover oder eine Jacke zu haben. And we even had uniforms like that at St. Hill, blue jacket with blazer, insignia of St. Hill, hazy, and a shirt and tie, everything. Sie hatten sogar Uniformen in St. Hill, wo sie so einen blauen Bläser hatten mit irgendwelchen Abzeichnungen und Hemd und Krawatte. And the women had a white blouse and skirt, blue skirt, I think it was gray skirt, and a little jacket as well. Und die Frauen hatten eine weiße Bluse und einen grauen Rock und auch eine Jacke. But that was in those days, and the code of dress in the society has changed since then. Aber das war zur damaligen Zeit und es hat sich verändert in der Gesellschaft, wie man sich ansieht. And I would say that it has to do with the accepted code of dress for professionals in your area. Und es hat damit zu tun, oder sollte sich danach richten, was die akzeptierte Kleidung für Profis ist in dem Gebiet, wo man lebt, wohnt. So that doesn't always mean suit and tie and everything, because if you look at other professional trades like architects, engineers, and office managers and things like that, it's quite open these days. It goes by area, different standards. Das heißt also nicht immer Hemd und Krawatte, weil wenn man auf die anderen Profis schaut, wie Architekten oder andere Leute, dann haben die auch andere Kleidung und das ist von Gebiet zu Gebiet verschieden. Whatever feels comfortable and in ARC with your pre-clears. Was immer bequem ist und was in ARK mit den Pre-Clears ist. Certainly do not try to play a status game with them. Man versucht sicherlich nicht ein Statusspiel mit ihnen zu spielen. That is another triangle.
from the implanters. Das ist ein anderes Dreieck von den Implanten. Yeah, status, conformity, and control maintenance. Das ist Status, Konformität und das Beibehalten von Kontrolle. So you don't want to play that game with them, or they'll think you're working for the other side. Man will also sicher nicht mit ihnen dieses Spiel spielen oder sie denken, man sei von der anderen Seite. See, so the girls are not going to wear Dior evening gowns to audit somebody in. Die Frauen werden also sicher nicht irgendein Dior-Abendkleid tragen, um jemanden zu auditieren. And the men are not going to wear the latest tuxedo jackets and, bow tie and everything. Und die Männer werden nicht das letzte Smoking-Jackett tragen mit einer Fliege. That's not necessary. That's a sort of it gives a false status there. Das ist nicht nötig, das gibt da einen falschen Status. However, I will tell you this. In the Celebrity Center in Los Angeles in the 70s, Aber in den 70er Jahren im Celebrity Center in Los Angeles, you see that was a different public, celebrity public, movie stars and all that. da hatten sie ein ganz anderes Public, das waren Filmschauspieler und so weiter. And they did used to wear evening dresses and very nice tuxedos or suits. Und die hatten da Abendkleider und entweder Smoking oder gute Anzüge. For their Friday night graduation ceremonies and whatever auditing was going on during their special programs and so on, for introductory auditing and so on. Und das hatten sie für ihre Abschlussversammlung am Freitagabend oder wenn sie Auditing hatten für Demonstrationszwecke oder so. But that was positioning with the reality of the celebrities at that time, which used to wear that kind of clothes. It's normal. Aber das war im Vergleich zu diesen Berühmtheiten, die damals diese Art Kleider getragen haben. Das war da normal. Nowadays, celebrities, so they don't get mugged and robbed, they wear blue jeans with holes in the knees and things like that. So. In unseren heutigen Zeiten tragen die Berühmtheiten Blue Jeans mit Löchern, sodass sie nicht überfallen und ausgeraubt werden. And leather jackets even and stuff like that, so they don't appear to be rich. Und sie tragen Lederjacken, sodass sie nicht reich aussehen. But that's changing styles. Aber das ist einfach eine Veränderung im Stil. Actually, leather clothing costs more than any other kind. Tatsächlich ist Lederkleidung viel teurer als alles andere. But, as you said, you have to adjust that to the reality of the pre-clears you are auditing in your area. Aber man muss es also der Realität anpassen, die Pre-Clears haben, die man eben auditiert. If you were auditing in Saudi Arabia and you were a girl auditor, you would have to wear the veil. Wenn man in Saudi-Arabien auditieren würde als Frau, dann müsste man den Schleier tragen. When you're auditing a man, when you're auditing a woman, you could let the veil down. See? Aber nur wenn man einen Mann auditiert. Wenn man eine Frau auditiert, könnte man so eine Schleier tun. So, you figure it out, but what I'm saying, I'm just giving some hints here, to maintain the ARC with the pre-clear. Also man muss es sich überlegen, er gibt einfach einige Tipps, wie man das ARK mit dem Pre-Clear drin hält. Now you understand, we're talking about professional auditing here. Wir reden hier von Profitum. I'm not saying it won't work if you're wearing blue jeans and the other guy's wearing a suit or vice versa. Ich sage nicht, es funktioniert nicht, wenn ihr Blue Jeans anhabt und der PC einen Anzug oder umgekehrt. I'm just saying that there's an extra little tiny percentage of BPC that might come up. Es gibt nur dieses kleine Prozent von übergangener Ladung, die hochkommen könnte. Because the guy in the pre-clear chair who's wearing the blue jeans might think, hey, this guy's trying to impress me with his status. Weil vielleicht der Pre-Clear, der Blue Jeans trägt, denkt doch, der will mich nur beeindrucken mit seinem Anzug. And if the pre-clear is wearing the suit and the other guy's wearing the blue jeans, and an old sweater, then he might think, well, these guys don't really do so well. They don't make so much money. They're probably not very professional. Maybe I shouldn't get some auditing here. I go to the psychiatrist around there. At least he wears a bow tie that lights up. Und wenn es umgekehrt ist, wenn der PC den Anzug trägt und der Auditor hat Jeans und einen alten Pullover, dann denkt der PC vielleicht, vielleicht sind die hier nicht so professionell und haben nicht genug Geld, dass sie sich
einen Anzug kaufen können. Ich gehe lieber zum Psychiater da um die Ecke, der hat eine Krawatte, die aufleuchtet oder so. Okay? You understand that? All of these little points go to making very professional auditing. All diese kleinen Punkte kommen zusammen, um wirklich professionelles Auditing zu machen. And we talk now about control the auditing space, prevent distractions. Und wir haben What you jetzt should have in the room. Über die Kontrolle vom Auditing-Raum geredet und von Ablenkungen. Okay. Any questions on that? Irgendwelche Fragen diesbezüglich? Good. Well, now you can see sort of the whole, hey, this is what I've been training to do. Jetzt kann man das Ganze sehen, das ist eigentlich, wofür man trainiert worden ist. There's more to it than just what you see in the bulletin, and you play with the meter and learn how to use it and practice on a couple of pre-clears. Es gibt also mehr dazu als nur das, was man im Bulletin lernt und dass man das E-Meter kennt und mit 2, 3 PCs praktiziert. It's application of everything Ellery said about professional, image, ARC, all of the things he mentioned later about the stimulative things of the GPMs and so on like that. It's more than just you found in class 4, but I'm giving you a head start on how to be professional and be successful. Es ist all das, was Ellery gesagt hat über Professionalismus, über ARK und auch das, was später erwähnt hat, was eigentlich über Klasse 4 hinausgeht, von GPMs und Restimulationsfaktoren. Aber er gibt euch einfach einen Punkt, wo man anfangen kann, wie man ein Profi sein kann. Okay? Good. Now, one other thing I want to mention here very quickly. Eine andere Sache, die noch schnell erwähnen möchte, And that has to do, because you're doing it professionally, you see, something is going to happen. wenn man es professionell macht, dann wird etwas passieren. You are going to expand. Man wird expandieren. You will make exchange. Man wird Austausch kriegen. And I want to give you a couple of hints on that so you don't make any mistake. Und er will einige Tipps dazu geben, sodass man keine Fehler da macht. So, exchange and expansion. Also hier haben wir Austausch und Expansion. Now, there's no use being a professional auditor unless you're getting paid for it. Es ist witzlos, ein professioneller Auditor zu sein, wenn man dafür nicht bezahlt wird. The very definition of professional means a person who earns his living at that trade, or can. Die Definition von Beruf ist jemand, der sein Leben mit dieser bestimmten Sache verdient. As differentiated from the word amateur. Und man benutzt es als Unterscheidung zum Wort Amateur. Okay, so you have to know this little trick. Man muss also diesen kleinen Trick kennen. You have to, since you're not in a big organization yet, you have to know how to reg a person, or when to take the money, and when to talk about money, and when not to talk about money in terms of how the session and the CSs are going on the guy. Man muss, da ihr nicht in einer Organisation seid, wissen, wann man mit einer Person über Geld redet und wann man mit einer Person nicht über Geld redet, wann man ihr Geld nimmt und wann nicht. Und zwar in Bezug auf die Sitzung und auf das CS. Now, this is going to be avoid some of the worst practices of regging that we know about that happened in the church. Wir lassen hier einige der schlimmsten Reg-Praktiken, die wir von der Kirche her kennen, aus. Because they didn't give a damn about the technical side of it. Weil die sich überhaupt nicht um die technische Seite gekümmert haben. But I'm going to just give you some of the datums that we have in policy that should be applied when you are
asking a preclear for exchange. Aber er gibt euch einige Daten, die in Policy stehen, die man anwenden sollte, wenn man einen Austausch von einem PC verlangt. New PC equals use a gradient. An einem neuen PC bedeutet das, man braucht einen Gradienten. Don't try to sell them 100-hour intensive. Man versucht ihm nicht 100 Stunden zu verkaufen. Use a gradient of, well, why don't you do this? Well, you could do a comm course first, pay for that. But I'm talking about the auditing. Man könnte auch zuerst einen Konkurs machen und dann zahlt er dafür, aber er redet jetzt vom Auditing her. So you say, well, okay, we'll give you a case analysis and so on, and it should be about 1 hour, and that is this much. You know, your below clear rates. Man sagt also zu ihm, wir machen erst eine Analyse, das geht ungefähr 1 Stunde und das kostet zu viel und dann sagt man ihm, wie viel es eben unter Clear kostet. And then you can do DAP, white form, a little dynamic assessment or something, send it up to the CS. Dann macht man sein Interview, Dynamic Assessment oder eine White Form und gibt es zum CS. And then the CS can say, well, this guy has, say, 3 resistive points, should take about maybe 15 hours to handle that. Und der CS kann dann sagen, diese Person hat etwa 3 resistente Punkte, es wird wahrscheinlich 15 Stunden brauchen, bis man das gehandhabt hat. So we can get a tech estimate. Und dann kann man also eine technische Einschätzung kriegen. And say that, yeah, well, we can handle a lot of this, what you were talking about in the session. The CS reckons that we can get you ready for the bridge in about maybe 15 hours of auditing. Und dann sagt man zur Person, wir können vieles von dem, was du da erzählt hast im Interview, handhaben. Der CS denkt, es wird etwa 15 Stunden brauchen, bis wir bereit sind für die Brücke. See, what I'm saying is, ready for the bridge. Normally your preclears will have resistive points. Er sagt also bereit für die Brücke, weil normalerweise die Preclears irgendwelche resistenten Punkte haben. Or setup. Das wäre also Vorbereitung. Now, that's if the guy needs that, well then you can sell that as a whole thing of to get ready for the bridge. Wenn die Person es braucht, dann kann man das verkaufen als eine ganze Sache, die ihn vorbereitet auf die Brücke. And he could pay for it maybe on a gradient of 5 hours at a time. Und er könnte auf einen Gradienten zahlen, vielleicht 5 Stunden aufs Mal. As long as he's winning, and as long as he's getting gains, he'll love it. Solange er Gewinne hat, wird er es mögen. And then you can go on the gradient, next gradient of, say, Dianetic intensive, or whatever you have to do on that, AOC straight wire and locks, secondaries and so on, or a grade. Und dann geht man zum nächsten Gradient, das wäre dann vielleicht ein Dianetik Intensive oder was immer man da tun muss, ARCA straight wires und locks und secondaries oder einen ganzen Grad. And then maybe, after he's got the wins off that, and he's on the bridge, maybe, wow, he wants to now get all of his grades, so he gets the whole package. Und nachdem er nun seine Gewinne hat und all seine Grade haben möchte, kann man ihm ein ganzes Paket geben. And maybe you even put him on, as Sylvia I think does, as a monthly payment or something to keep him going. Oder man kann ihn auch auf monatliche Zahlungen setzen, damit er weitermachen kann. It's always better to do the auditing continuously, as Ellery says, so that you can do more auditing than life can restimulate on the guy. You audit him more than life can restimulate him in between the sessions. Es ist immer besser, dass man das Auditing fortlaufend macht, sodass man mehr wegauditieren kann, als das Leben zwischen den Sitzungen restimulieren kann. And then, of course, once he's done that or well into it, he might be interested in the OT levels, and you can sell him a whole bunch of those at once. Und wenn er das gemacht hat, dann ist er vielleicht an den OT-Levels interessiert und man könnte ihm ein ganzes Paket von denen verkaufen. How about I put you an intro analysis session?
Das wäre also eine einführende oder eine Analysensitzung. And I know most of you have different rates for auditing on whether you're doing low or below clear or DCSIs or above clear things. But that's another thing means to have, on all of this, have a price list available. Die meisten von euch haben verschiedene Preise auf den Graden unter der Brücke und auch auf den Stufen darüber. Und eine andere Sache dabei ist, dass man eine Preisliste zur Verfügung hat. So it's an agreement. Sodass es eine Übereinstimmung ist oder eine Übereinstimmung da gibt. And you are professional, you have your list of prices. Und wenn man professionell ist, dann hat man seine Preisliste. You may have one for the new person that just goes up to, say, up to this part, the package of the grades and Dianetics. So. Man hat vielleicht eine für die neue Person, die nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Now, all of this means, what this means is that you're not getting the guy on the other determinism of overwhelming him with how great he can be, and he gives you a whole bunch of money, and then the next day his lawyers and his wife come over and try to sue you for taking away the guy's money. Also was man nicht will, ist die Person überwältigen, ihm erzählen, wie gut das alles sein kann und viel Geld von ihm kriegen, und am nächsten Tag kommt seine Frau und sein Anwalt und verklagen einem und wollen das zurück. So another thing is very careful to be on this one is for minors. Whatever the minors are in your area, always get written parental permission. Eine andere Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss, ist, dass man für Minderjährige immer die schriftliche Zustimmung der Eltern bekommt. I don't care if they're Scientologists or not. Ganz egal, ob sie Scientologen sind oder nicht. Because it is a law. And the main thing is that the guy, the minor person, the person below, whatever it is, 21 or 18, is usually not paying the money himself. Erstens ist es ein Gesetz und zweitens zahlt der Minderjährige meistens das Geld nicht selbst. And especially its involvement into the full second dynamic of this guy. Und es involviert oder es beeinträchtigt oder zieht mit hinein die zweite Dynamik von It's dieser very Person. difficult to control the rest of the second dynamic of that guy if they're not in the chair too. Und es ist sehr schwierig, den Rest der zweiten Dynamik von dieser Person zu kontrollieren, wenn die nicht auch auditiert werden. So the second thing to do with this type of pre-clear is also get the minor to exchange Die zweite Sache, die man also dann mit so einem the parents. Mit so einem PC machen muss, ist auch zu schauen, dass der Minderjährige mit den Eltern einen Austausch hat. Who finance the audit. Wenn sie das Auditing finanzieren. With agreement of the parents, you might have them all together and say, now what are you going to do so that your parents can feel they're getting exchanged for paying for your auditing? Das kann man in Übereinstimmung mit den Eltern machen. Man kann sie alle zusammennehmen und es dann besprechen, was er tut, so dass er einen Austausch liefert für das Auditing, das er bekommt. You know, wash the car, wash the dishes, cut the grass, whatever. Das Auto waschen, Teller waschen, Gras mähen, was auch immer. You got to do that. Man muss das machen. And it's very good to get them all in agreement on that. Und es ist sehr gut, dass man zwischen allen eine Übereinstimmung herstellt. Otherwise you may have future legal problems. Sonst hat man vielleicht in der Zukunft rechtliche Probleme. And not only legal, but perhaps actually, what's the other one? Refund problems. Und vielleicht nicht nur rechtliche Probleme, sondern man kriegt auch Anfragen, dass das Geld zurückgezahlt wird. That's also why you do a gradient here. Because if you have to refund the money to this guy, he runs into an SP the next day and they say, get away from there, that's a Scientology. And he comes back and says, I don't want any more of this. And I say, great, here's your money back. And he's only paid you 100 marks or so.
100 francs or so. Das ist auch, warum man da einen Gradienten verwendet, weil am Anfang die Person vielleicht einen SP trifft und er sagt, ach, hör auf damit, das ist Scientology, und dann kommt er zurück und will sein Geld wieder haben, und dann hat er einem nur 100 Franken oder sowas gezahlt. So that's the next one. On refund demands. Das nächste ist also, Always handle at once. wenn eine Anfrage kommt für einen Refund, also für eine Rückzahlung, dann handhabt man das sofort. And get a quit claim. Und man kriegt unterschrieben, dass man der Person nun nichts mehr schuldet. Yeah, that he can't never sue you because you gave him the money back. Dass er einem also nie vor Gericht nehmen kann, weil man ihm das Geld schon zurückgegeben hat. And that all the money he gave in was given back. Und dass all das Geld, das er einem gegeben hat, zurückgegeben worden ist. See, this is a demand. This is not what I'm talking about. The guy says, oh, I think I'll get my money back because I didn't have a good session. Er redet hier von einer wirklichen Anfrage, nicht von jemandem, der mal sagt, ach, ich möchte mein Geld zurück, weil ich eine schlechte Sitzung hatte. Or sometimes the preacher would say that, well, the last 2 sessions I didn't feel so good, maybe I should get that taken off my account or something. Oder manchmal sagt ein PC, nun, die letzten 2 Sitzungen, die waren nicht so gut, vielleicht sollte ich dafür nicht bezahlen. But he's telling you that in session. Aber er sagt das in Sitzung. So you're saying, okay, let's go over those sessions now. What was the problem? What was the bypass charge there? Handle it and all that. And he forgets about it after you handle it. Und dann sagt man, nun schauen wir uns die Sitzung an, was war das Problem da, was war die übergangene Ladung, und man handhabt das und dann vergisst er das. However, there is, and this is, by the way, oh yeah, to finish that off, this is a demand. That means he's not in session, he's writing you a letter saying you give it back or I go to the law or the lawyer or something like that. Hier reden wir also von einer Forderung, mit anderen Worten, er schreibt einem einen Brief und sagt, zahl mir das zurück, sonst nehme ich einen Anwalt und gehe vors Gericht. So don't Q&A with that, man, because that can cause you a lot of distraction and put you in court so you can't even audit pre-clears at home. Well, you know, you're distracted. You are distracted. Your pre-clears don't get auditing while you're involved in this kind of stuff, so just pay the money back and forget it. So, man handhabt das schnell, man zahlt ihm einfach das Geld und vergisst darüber, sonst wird man selbst abgelenkt und man muss zum Gericht und man kann nicht da sein und Pre-Clears auditieren, während man das tut. You have to realize in this society how much attention units people put on money. Man muss wissen, wie viele Aufmerksamkeitseinheiten Leute auf Geld legen in dieser Gesellschaft. It becomes more attention units than they have on their case. Sie haben viel mehr Aufmerksamkeit als auf ihrem Fall da drauf. And normally it isn't the person demanding, it's normally some member of their family demanding or somebody they know. Und normalerweise ist es auch nicht die Person selbst, die das verlangt, sondern irgendein Familienmitglied oder jemand, den sie kennen. Well, unless you want to get into a full-blown third dynamic and fourth dynamic and legal battles and all that, don't play that game. You don't have to. Wenn ihr also nicht in eine volle Schlacht auf einer dritten oder vierten Dynamik gehen wollt und irgendwelche Gerichtsgeschichten, dann macht das nicht, spielt dies nicht mit. On the other hand, don't declare the guy suppressive either. Und erklärt ihn auch nicht unterdrückerisch, Then you may go to court anyway. weil dann geht ihr vielleicht sowieso vors Gericht. Just inform the other Rons or Args around that this guy asked for his money back, so he's not okay until we have checked out and cleared again that he's off these suppressive lines or whatever it is. Informiere einfach die anderen Ronsorgs, dass der sein Geld zurückbekommen hat und deshalb nicht in Ordnung ist, bis die Sache geklärt ist und er von der Unterdrückung weg ist. And 10, which is actually very important. Und Nummer 10, das ist sehr wichtig. In an emergency review, never ask for the money first. Wenn es eine Review ist in einer Notlage, dann fragt man nie zuerst nach dem Geld. Only after the review is successfully completed and the guy is back where he should have been. Erst nachdem die Review
erfolgreich abgeschlossen ist und die Person wieder da ist, wo sie hingehört. Do you know that's part of the EP of a successful review as put in qual policy? Das ist ein Teil vom Endphänomen, wie es in Qual Policy beschrieben ist. A successful review is one where the review has been completed and the pre-clear is very willing to pay for it. Eine erfolgreiche Review ist eine, die abgeschlossen ist und wo der PC sehr bereit ist, dafür zu zahlen. Now you better get a good CS for that, Man muss also ein gutes CS dafür so haben, it doesn't go on and on and on and on. dass es nicht ewig dauert. But the policy review is you do the review to handle the guy, and if he is satisfied with the review, he will pay. Das Policy über Review ist, also man macht die Review, handelt die Person und wenn er zufrieden ist, dann wird er zahlen. I've even done that to CSs. I've applied that policy to CSs who came to me. They knew they had to pay, but I never asked them for anything because they needed a review very fast. And they came, I gave them the review, and then as I was even, just put down the cans, okay, we finished, guys, FTA or something, and you're writing up the report, and he's pulling out his wallet to pay you for it. No other time during, if you did 3-4 sessions, would he do that? When you're finished, pulls out his wallet, pays you for it. Hat dieses Policy angewandt bei Leuten, die zu ihm kamen, sie essen, wo wusste, dass sie eine Review brauchen und sie haben das Geld mitgenommen und hat sie einfach in Sitzung genommen und auditiert. Und am Schluss von der Review, während noch den Sitzungsreport gemacht hat, standen die da und haben die Brieftasche rausgenommen und angefangen zu zahlen. Und bei den vorherigen Sitzungen, wo noch mittendrin war, haben sie das nicht gemacht. See? That's DP. And they'll even, they'll be anticipating and say, well, you're doing your admin, and you say, well, how many hours was it? I want to pay for it right now. Sie sind also richtig scharf und während man noch die Admin macht, fragen sie, wie viele Stunden waren es denn? Ich will es jetzt gerade zahlen. Ne? So that's how you know if you've done a successful review. So kann man abschätzen, ob man eine erfolgreiche Review hatte. Okay. And I should say one more thing after that, because there is this thing of emergency. Und noch eine Sache, will ich sagen. Es gibt einen Beistand in einer Notlage. Out of session. Out of session space, I should say. Und zwar außerhalb des Sitzungsraumes oder außerhalb des Auditierzimmers. Like car accidents, or the guy fell down the steps outside, or he called you over to his house because he hurt his knee and he can't walk. Something like that. Zum Beispiel ein Autounfall oder fällt die Treppe runter oder ruft einem an, dass man zu ihm kommen soll, weil sein Knie angeschlagen hat und nicht gehen kann. The kind of thing you don't need a CS for, that we talked about before. Diese Sachen, wo man kein CS dafür braucht, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Now, that can be treated like an emergency review. Don't ask the guy for the money. Das ist, wird behandelt wie eine Review in einer Notlage, also man fragt da nicht nach Geld. He will pay you. He will originate to pay if you did a good job. Er wird sagen, dass er zahlen möchte, wenn man eine gute Arbeit gemacht hat. And depending how much he is of value to the org and how much auditing he's paid for already and all, you can say, oh, don't worry about that. That's an assist. But now come to the org tomorrow and we get all of the earlier similars handled or something, then he would pay for that. Und je nachdem, was seine Beziehung ist zur Org und wie viel Wert er ist für die Org, sagt man zu ihm, ach, kümmere dich nicht drum, das ist ein Beistand, aber komm morgen rein und wir haben all die früheren Sachen dazu. Und dann kommt er rein und zahlt für das. So I just put it's optional. You do it first, and then it's optional, depending on what you want. If the guy originates, pay you, and you can accept it, or if you say no, that's just an assist. What's up to you? Es ist also, man hat beide Möglichkeiten. Man tut es auf jeden Fall zuerst und entweder originiert er dann und dann kann man das Geld nehmen oder kann auch sagen, nee, das kann man selber entscheiden. Now, I have had the situation in Ron's org where a person that was not trained by me, but was a field auditor, but was
going to get trained on some CSing and so on was doing their own CSing. Hatte eine Situation in den Rundsorg, so eine Person, die nicht von ihm trainiert wurde, aber Training von ihm haben wollte, wo diese Person ihre eigenen CS machen wollte. They hadn't done the course, but they were CSing without training. Die Person hat keinen Kurs gemacht und hat ohne Training geCSt. Now the PC didn't have much gain and went to a Ronsorg. Der PC hatte nicht sehr viel Gewinne und ist zu einer Rundsorg gegangen. And the Ronsorg auditor found out that the person had been overrun for some hours, past a point, I think it was even clear. Und der Auditor in der Rundsorg hat herausgefunden, dass die Person für Stunden überlaufen worden ist, oder er war sogar, glaube ich, clear. In other words, the auditor had not recognized any of the phenomena and had insisted on doing innumerable CS-53s, which is the way they train them in church, very robotic. Der Auditor hatte also die Phänomene nicht erkannt und hatte dafür unzählige CS-53 gemacht, was eine sehr robotische Art, roboterhafte Art ist, und so wurde man in der Kirche trainiert. You know, number 1 to 173 would all tick, 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 X, tick, tick, tick. Nummer 1 bis 173 und überall hat es einen Tick gegeben oder sowas. So. And that took them, I don't know, some dozen hours or so. Und das hat sie 12 Stunden haben es dafür gebraucht oder so. With no result. Ohne Resultat. And so then the pre-clear originated that after he paid for the review and the DCSI, he originated that he would like to get some money back from the other auditor. Nachdem der PC nun für die Review und für das DCSI bezahlt hatte, sagte er, dass er von diesem anderen Auditor Geld zurückhaben möchte. And the CS at the Ronsorg forwarded this to me. Und dieser Ronsorg-CS hat dann das an ihn weitergeleitet. So, I hadn't thought about that one. That's a tricky one, you see, because the person was not trained by me. We really had no responsibility for that thing. But we didn't want this guy to go to court to try and get the money back from the other auditor, because she was going to come on our lines and be trained. Das war also eine trickreiche Situation, denn die Person war nicht trainiert, aber wollte trainiert werden, und so wollte man also nicht, dass dann der Pricklier mit der zu Gericht geht, sein Geld zurückzuverlangen. So I had to explain to the guy that this person is not trained by us, and you should write her a nice letter and say, you know, this is what happened, and these 12 hours or whatever, I do not feel should be paid for or should be given me as credit or given to the Ronsorg for credit on my further stuff. Und er hat dann der Person geraten, einen netten Brief zu schreiben und zu sagen, was passiert ist, und zu sagen, dass sie diese 12 Stunden eben nicht bezahlen möchte, sondern dass sie das gut geschrieben haben möchte oder in den Ronsorgs gut geschrieben haben möchte für weiteres, was sie machen will. Because he had paid for it already. Weil die Person hat schon bezahlt gehabt. Then you had the squeals and screams of the auditor out in the field that didn't want to give the money to the Ronsorg for his count or give it back to him. Und dann war da natürlich der Auditor, der sich beschwert hat draußen im Feld, der nun das Geld weder den Ronsorgs geben wollte, noch wollte er es dem PC zurückgeben. And I still didn't want to see this thing going into a legal cycle or a court cycle. Und er wollte immer noch nicht, dass sich daraus ein Gerichtsfall entwickelt. So I tried to make the new CS, the new auditor, the old auditor, and the person sit down and work out a plan that would satisfy everybody. Und er hat also versucht, dass der neue Auditor, der neue CS, der PC und der alte Auditor sich zusammensetzen und etwas ausarbeiten, wo jeder damit zufrieden ist. And I did tell the field auditor, I said that there was a mistake and you were CSing on your own responsibility and you screwed up. Und er hat zum Feldauditor gesagt, da gab es Fehler und du hast auf eigene Verantwortung hingesiest und hast Mist gemacht. And not only that, but you screwed up for some 12 hours rather than seeing it ain't going to go after the first and come to get a CS from somebody who knew what they were doing.
Nicht nur das, sondern du hast für 12 Stunden einen Mist gebaut. Also nicht nur für eine, wo du dann gesehen hast, das funktioniert nicht und hättest kommen sollen und ein CS kriegen von jemandem, der weiß, was er tut. I think they call it going on hoping in the church. Es wird in der Kirche weitermachen mit guter Hoffnung genannt. And finally, I'm not sure exactly how it resolved, but finally there was some agreement. I think it was to pay back half the money or something like that. Irgendwie kam es dann zu einer Übereinkunft, dass, glaube ich, die Hälfte des Geldes zurückgezahlt wurde oder sowas. Anyway, those kind of things can get tricky. Diese Sachen können sehr trickreich werden. So if you get into those things, get some good advice on it, right? Because the last thing you want is a legal flap on your lines. Also wenn so etwas auf einem zukommt, sollte man sich guten Ratschlag holen, weil das Letzte, was man wirklich möchte, ist irgendwie einen Gerichtsfall zu kriegen. And the possibility of having a legal flap on somebody that might have come to your lines and got trained in being a good auditor. Und erst Or a recht good CS. Und erst recht möchte man möchte auch keine Schwierigkeiten oder keine richtigen Schwierigkeiten für jemanden, der einmal auf Linien kommen will und ein Auditor oder ein CS werden will. You see what I mean? So anyway, watch those kind of things. And all I can say is that if people intend to CS without training, they have to take their own consequences on that. Man muss also da aufpassen und wenn Leute ohne trainiert zu sein CSen wollen, dann müssen sie die eigenen Konsequenzen davon tragen. Or if they know where to go for a CS and don't do it and go somewhere else, then they must take their own consequences. Oder wenn sie wissen, wo sie für einen CS hingehen sollten und das dann nicht tun, sondern sonst wo hingehen, dann müssen sie auch die Konsequenzen davon tragen. It is not an out exchange from us, it is an out exchange from them. Es ist da nicht eine Out-Exchange-Situation von uns, sondern von denen. And it is their responsibility to get their ethics in and handle it. Und es ist denen ihre Verantwortung, ihre Ethik reinzukriegen und es handzuhaben. You might call it learning by experience, but if you do this properly, you won't have any problems. And you do the technical professionalism properly and get the right CSs. Be all right. Man kann es lernen durch Erfahrung nennen, aber wenn man das richtig macht und wenn man die technischen Sachen richtig macht und das richtige CS hat, dann wird einem nichts passieren. Okay, so that sort of gives you an overview of what you're expected as Class 4 to be professional and how to exchange and what is elements of the session. Is there any questions on that? Das gibt also eine Übersicht, was man als Class 4, um professionell zu sein, braucht. Irgendwelche Fragen dazu? No, it's not really a question, it's just the experience when you say to share the space between your space and the auditing room space. I noticed that it's not only for the PC, but even the flow of the number of PC which are coming are incredible increase since I changed the space. You got your own auditing space, not sharing it with any other function. Sagt, seit seinen Raum getrennt hat, also einen eigenen Auditing-Raum hat, wo nichts mehr anderes drin tut, hat sehr viel mehr Pieces auch. Good. Now, I think it's time for lunch. Yeah. Dinner. After dinner, we're going to set up and do some little checks on your TRs and e-metering. Okay? You might learn something about that. Nach dem Essen gibt es also Checks über TRs und Meters. All right? And supervising of TRs and e-metering. Und auch über We're not going to do the whole thing, but just try and pick out the areas you need. Okay? Nicht das Ganze, nur die Gebiete, die nötig sind. And if we're very lucky, we can even get some of this on television, and it'll be the first time that, since remember the tech films didn't come out, so maybe we can get something. Wenn wir Glück haben, kriegen wir was aufs Video und die Tech-Filme, die nie rausgekommen sind, also können wir da vielleicht was machen. Okay, and tomorrow we will go more deeply into actual Class 4 processes, sequences, what you have to know at each level, etc., like that, and make sure you got it, and do some more of the practical. Okay?
Und morgen gehen wir also mehr in die tatsächlichen Class 4 Prozeduren und Reihenfolgen und Dinge, die es da zu machen gibt und stellen sicher, dass ihr das alles wisst. Okay, so that's it. Break for dinner. Thank you. That's up. Camera. Supposed to be you. Oh, it's the cameraman. Yeah, you don't need to film this. You can sit down and do this. Yeah, let it run for the sound. Huh? Okay, good. So, wir machen kleine Uhr und kleiner Supervision für 5 Minuten. Schaut es mit der Uhr, tut das stoppen. Just going to check it out. 5 minutes when everybody gets a start. All under my supervision this time. Und also alle müssen sein, ist der Kurs leicht. Okay. I would like you to put your hands in the normal position you would do auditing. You don't have to hold the meter, but just put them on the table. Die Hände in der normalen Position, wie ihr auditieren würdet. Okay. Everybody there? Everybody's there. Okay. TR0, no bull bait. Start.
Okay, that's it? I was just inspecting. To see, in actual fact, if I would be willing to be audited by any of you. Had geschaut of gewillt wäre von euch auditiert zu werden. In other words, I was checking on 2 points, and we went over here, to see if I was a PC, would I be willing to talk to that person? Hat also geschaut, in Bezug auf die 2 Punkte, die wir hier durchgegangen sind. Wenn ein PC wäre bereit, zu dieser Person zu sprechen. And I was checking out that if I was willing to talk to that person, would I be interested in telling them about my case? Und wenn bereit wäre, zu dieser Person zu sprechen, wäre dann bereit, auch über den Fall zu reden. And that is a duplicated flow, which indicates that would that person be interested in what I had to say? Und das ist ein zweifacher Flow, der zeigt, dass die Person auch interessiert daran wäre, was zu sagen hätte. Now, I would say at least half you, well, you can tell me what your own evaluation is from the other person and so on, from those 2 points only. We're not talking about twitches, blinks, laughs, and giggles and all that right now. I'm just talking about would that person be somebody to go into session with? What did you think of your twin? Wir reden also jetzt nur davon, von dem Punkt aus gesehen, nicht von irgendwelchen Zwinkern oder Lachen oder sowas, aber möchte wissen, wie ihr darüber denkt. Würdet ihr zu der Person gerne in Sitzung gehen? Okay, we'll go around and ask friends. Would be fine with me. Good? You? Yes. Good. You? Yes. The same, yes. Huh? Yeah. Yes. Yeah? Yes. Helga? Yes. Yes. Okay. Now, I don't know whether you're very good at estimating, I guess you should be very good at estimating people's responses. But in some of those responses, I picked up a conditional. Yes, But in some of them, I picked up a certainty. Ich weiß nicht, ob ihr sehr gut seid, Antworten von Leuten einzuschätzen. In einigen von diesen Antworten habe ich eine Möglichkeit rausgehört und in anderen habe ich eine Sicherheit rausgepickt. And the other was conditional. Und das andere war, es wäre möglich, es wäre eine Möglichkeit. That's your own answers. From your own answers. Von euren eigenen Antworten. Now, the interesting thing was, the people that gave the answer with certainty were the people I had picked out that, yes, that would be okay to go in session with them. Die interessante Sache ist, die Leute, die die Antwort mit Sicherheit gegeben haben, waren die, wo sich gedacht hat, ja, da wäre es in Ordnung, in Sitzung zu gehen. All right. And the only pair that both had the same certain answer was this one's right here. Und das einzige Paar, wo beide die gleichen Antworten mit Sicherheit haben, das waren die 2. How many years have you been auditing? Auditor? How many years have you been auditing? Wie lange hast du auditiert? Oh, 15 years? Yeah. France? 5 or 6 years. Before in the church as well? In France? Well, maybe 1 year. So that's what I watched you audit for 5 or 6. Okay, 6, 7, something like that. Okay, and about how many different times did you do TRs and so on like that? Many? Many? Yeah. Okay. Who else has that kind of record? I mean, a lot of auditing, years of auditing, and lots of TRs. How many? Wer sonst noch hat jahrelang auditiert und hat sehr oft TRs Ja. gemacht. Yeah. Yeah. Yeah.
Well, that corresponds to the others that were, at least one of the pair, were more certain, or the other pair, the other person was more certain about being audited by them. So you see that length of time in the chair and good TRs does affect the in-sessionness of the pre-clear. Das stimmt ungefähr mit dem überein, wo der Partner jeweils auch mit Sicherheit gesagt hat, ja, er würde da auditiert werden wollen. Also man sieht, dass die Länge der Zeit, wo man auditiert hat und wie oft man TRs gemacht hat, direkt damit zu tun hat, wie bereit der PC ist, da in Sitzung zu gehen. But we can also speed up that certainty. Aber wir können auch diese Sicherheit schneller herbeiführen. By getting the people doing the TRs to understand, after you've done TR0, you've done TR0. But now, can you do TR0 as an auditor in session? Und zwar macht man das, indem man den Leuten klar macht, dass wenn sie TR0 gemacht haben, dann haben sie TR0 gemacht. Aber die Frage ist nun, kann man auch TR0 als Auditor machen? Remember, the auditor is not required to be motionless. Es ist nicht eine Voraussetzung, dass der Auditor ohne Bewegung In ist. fact, he'd better damn well write the session report. Also eigentlich schreibt er sehr viel besser den Auditing Report. He better keep the meter on the dial. Und es ist besser, wenn er das Meter operiert. And he has to say things in the other TRs, TR1, 2, 3, 4. Und er muss Dinge sagen, also die anderen TRs, 1, 2, 3, 4. And he has to keep the pre-clear in session. Und er muss den Pre-Clear in Sitzung halten. So the training of TRs is that on a gradient, which allows you to then become an auditor. So das Training auf TRs ist auf einem Gradienten, so dass man dann ein Auditor werden kann. So, if you now, let's do another minute or so, with you thinking now, I'm an auditor. Jetzt macht es nochmal eine Minute oder so und denkt, dass ihr ein Auditor seid. I have the responsibility of keeping the other person across the way in session, meaning willing to talk to me, interested in their own case, and they're going to also feel that you have to be interested in what they're going to say, of course. Das heißt, es ist dann die Verantwortung, dass man die andere Person in Sitzung behält. Das heißt, gewillt zum Auditoren zu sprechen und interessiert am eigenen Fall. Und dann müssen sie natürlich auch spüren, dass man sich dafür interessiert, was sie sagen. So, with your auditor TRs, Mit euren Auditoren TRs, you see, you also have an intention there, making the session space, keeping the pre-clear in session. da habt ihr auch die Absicht, den Sitzungsraum zu machen und den Pre-Clear in Sitzung zu halten. And that is going to, I'm sure in the TR courses where they've eliminated all of your reactive things and so on like that, we could probably find some more, but this is not a briefing course, and so on. I want you to do an auditor TR, in-session auditor type TR, with those things in mind, or in your intention, that the person across from you has a case, and you want to get them to be willing to talk to you, and that you would be interested in what they say, and they would be interested in going back to track and not feel any danger about talking about what it is to you. All die Aberrationen, die man hat auf TRs, die kann man in einem TRs-Kurs eliminieren, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen nicht einen Briefingkurs hier, sondern er möchte, dass ihr TRs macht als Auditoren mit der Absicht, dass die Person, die euch gegenüber sitzt, in Sitzung ist, im Raum ist, also dieser Raum kreiert ist und dass diese Person auch gewillt wäre, zu euch zu reden und auf der Zeitspur zurückzugehen und sich da Dinge anzuschauen. Okay? So, let's do an auditor TR0. Das machen wir also ein Auditor.
We do this for 2 minutes. Wir machen das für 2 Minuten. Okay. Start. Okay, that's it. Now, okay, let's hear the answers again. Wollen wir also wieder die Antworten? Would you be willing to be audited by that person you did the TRs with? Yes. Grant? Yes, me too. Good. Just Yeah? may I mention something? Yeah. Yeah, it was, or I had to look from 2 points. One was my auditor said, and Yeah. he said her, and then sometimes I thought, would I be willing to be audited from her? Yeah. Both things, yeah. Well, you got both done. Yeah, maybe we should have done it alternatively on that, because you are asked to take 2 viewpoints. Yeah. Okay, here? Yes. Ingrid? Okay? Yes. Yeah. Yeah, it's better than before. Yeah. Okay, now, I want to do some switching around here just for a second. France would, you sit here, you move out, sit with Helga, and sit with her, and Ingrid, over there. And okay, stand up. You sit here. You over here. Who's left? Who's left? Okay. Who has the same partner they did before? Wer hat denn Only one team. Only one team. Ah, okay, so we're going to do one more switch there. See, I want to get you experience with doing it a bit different. Okay, who, okay, you and him change. Just him? those 2. Yes. Now everybody's got a different one, right? Jetzt hat jeder Different verschiedenen, ne? Okay, we're going to do 2 minutes, and
You want to also be an auditor TR, but also sometime in there say, hey, would I be willing to be audited by that person as well? Also ihr macht Auditorentests, aber zwischendurch überlegt euch, ob ihr bereit wärt, von dieser Person auditiert zu werden. Okay, 2 minutes, TR0, auditor TR0, start. That's it. Okay? What do you say? You Yes. willing to be audited? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay. You good? Not all. Not always. Okay. Yes? Yes. Yes? 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 Yes. Yes? Yes. Yes, yes. Okay. Ingrid, now we have to find out what it is. Okay? Are you placing yourself outside the game? Yeah. Do you feel that you're able to listen to what that person has to say? Yes. Okay, good. I want you to do, and let's see, there was one other, I saw it might have a little, yeah, you. I want you to do this one with you being as if you were PC. No, don't do an auditor TR, just sit there. Yes. Like a coach. Yes. Okay? And just pick out anything you see that may be not quite what an auditor wants to do or should be doing. Okay? Yep. In other words, are you willing to talk to her? Are you willing to go into your case and then be interested? And do you feel that she's not in the same game with you? Mm-hmm. With your Yes. case and all that stuff, but outside. And you do the same thing. And let's see if there's any little parts of this we can get to out of it. She's the coach now. Yeah, Okay. she's close. You just do the auditor TR, and you just evaluate it. You don't say anything, just evaluate it. We only do it for 1 minute. I have evaluated. Okay, just those two teams. I think the others were doing pretty well. Okay, let me get this back. Okay, just 1 minute of this, just to see what we can do. Maybe we can pick out something to help you. Okay, start. Hij is een beetje